Der König der Löwen. Der Herrscher der Jagd. Wenn die Sonne am Horizont Afrikas aufgeht, ist es nicht einfach nur das erste Licht eines neuen Tages. Es ist das sanfte Schlagen einer Trommel über dem heiligen Land. Ein Zeichen für einen neuen Tag voller Leben, Tod und endloser Jagden zwischen Raubtieren und den Kreaturen, die versuchen, einen weiteren Sonnenaufgang zu erleben. In diesem Bild des Überlebens erscheint eine majestätische Gestalt, die gemächlich durch Staub, heiße Winde und gleißendes Licht schreitet. Sie muss nicht brüllen, um Angst zu verbreiten, und nicht jagen, damit andere weichen. Allein durch ihre Anwesenheit hält die ganze Savanne den Atem an. Das ist der Löwe, der wahre König des wilden Afrikas. Kein anderes Tier auf der Steppe bewegt sich wie der Löwe. Gelassen, entschlossen, erhaben. Sein Körper verkörpert die Schönheit von Muskeln, Gewicht und Geschmeidigkeit. Ein ausgewachsener männlicher Löwe wiegt fast 200 Kilogramm, ist über 2 Meter lang und besitzt kräftige Beine, die stark genug sind, um Beutetiere zu Boden zu bringen, die doppelt so groß sind wie er selbst. Doch was die Blicke wirklich fesselt, ist seine Mähne, das dichte Fell, das Kopf und Schultern wie eine lebendige Krone umrahmt. Ihre Farbe reicht von hellem Gold über Kupferrot bis hin zu tiefem Schwarz. Je dunkler, desto mehr zeugt sie von Alter, Erfahrung und Stärke des Männchens. In der Welt der großen Katzen ist die Löwenmähne eine wortlose Botschaft. Ich habe gekämpft und ich habe überlebt. Der Löwe ist die einzige Großkatze, die in Rudeln lebt, eine soziale Struktur, die nur wenige Raubtiere besitzen. Ein Löwenrudel besteht normalerweise aus mehreren dominanten Männchen, zahlreichen Löwinnen und ihren Jungen. Dabei sind es die Löwinnen, die als Hauptjäger agieren und gemeinsam Großwild wie Gnus, Büffel und sogar junge Elefanten angreifen. Männliche Löwen jagen selten, sie kommen, um zuerst zu fressen, zu kämpfen und das Territorium sowie die Jungtiere gegen Raubtiere oder Eindringlinge zu verteidigen. Es ist eine Macht, die nicht ewig währt, aber sehr real ist. Sie muss Tag für Tag aufs Neue erkämpft werden. Die Löwinnen ziehen die Jungen auf, bringen ihnen das Jagen bei und halten den Rhythmus des Überlebens am Rudel aufrecht. Und der Löwe, er ist die letzte Verteidigungslinie. Kein männlicher Löwe herrscht für immer.
Nach 3 bis 5 Jahren erscheinen junge Männchen. Sie fordern heraus, greifen an, vertreiben die Alten und wenn sie siegen, töten sie alle Jungtiere ihres Vorgängers. Um die Löwinnen erneut in Paarungsbereitschaft zu versetzen und eine neue Generation zu schaffen, die ihr eigenes Blut trägt. Grausam? Vielleicht. Aber das ist die Art und Weise, wie die Natur die stärksten Gene für das Überleben auswählt. In der Welt der Löwen dauert die väterliche Fürsorge nur so lange, wie der Thron gehalten werden kann. Jeder Kampf zwischen 2 männlichen Löwen ist eine erbitterte Schlacht. Es gibt kein lautes Gebrüll, nur Blut. Ein Knurren, das zwischen zusammengebissenen Zähnen hervorzischt, schwere Sprünge von Hunderten von Kilo Krallen, die sich in Fleisch graben, und Augen, die am Feuer der Entschlossenheit brennen, die Macht zu bewahren. Als die Morgendämmerung über die Ebenen der Serengeti bricht, liegt noch die kühle Frische der vergangenen Nacht in der Luft. Die ersten Sonnenstrahlen streifen das endlose, gelblich verdorrte Grasmeer und wecken die Kreaturen, die noch in ihren Träumen gefangen sind. Am klaren Himmel streichen sanfte Windböen entlang, tragen die Geräusche des Lebens und das Schweigen derer, die sich auf die Jagd vorbereiten. Am Rand eines lichten Waldes, verborgen unter niedrigen Büschen und hüfthohen trockenen Gräsern, liegen 3 Löwinnen flach auf dem Boden, ihre Körper vollkommen reglos. Ihr dunkles, goldenes Fell verschmilzt mit der Erde und der umgebenden Vegetation, sodass sie mit bloßem Auge kaum zu erkennen sind. Die bernsteinfarbenen Augen sind weit geöffnet und strahlen die kühle Wachsamkeit erfahrener Jäger aus. Sie beobachten ihre Beute, eine Herde von Zebras, die unweit gemächlich grast. Das Zebra mit seinem charakteristischen schwarz-weißen Streifenmuster gehört zu den häufigsten Pflanzenfressern der Serengeti. Sie leben in großen Herden und wandern saisonal auf der Suche nach Wasser und frischem Gras. Ihr Überleben hängt stark vom Leben in der Gemeinschaft und von hochentwickelten Sinneswahrnehmungen ab. Doch heute hat sich ein junges Tier, das sich unbemerkt vom Zentrum der Herde entfernt hat, unbeabsichtigt zum Ziel gemacht. In der Welt der Raubtiere bringt nicht rohe Kraft den Erfolg, sondern Geduld und präzise Berechnungen. Das wissen die Löwen nur zu gut. Sie stürmen nicht sofort los, sondern verkürzen langsam und lautlos die Distanz. Schritt für Schritt, von 60 Metern auf 40, dann auf 30. Der Wind weht aus der richtigen Richtung, perfekte Bedingungen.
Das Zebra kann den Geruch der Jäger nicht wahrnehmen. Nur noch ein paar Schritte, dann könnte der Hinterhalt beginnen. Doch genau in diesem Moment wird ein ausgewachsenes Zebra misstrauisch, seine Ohren schnellen in die Höhe. Ein Alarmsignal verbreitet sich. Die Herde beginnt sich schneller zu bewegen. Jetzt zählt jede Sekunde. Die Jagd ist beendet. Der Körper des Zebras liegt reglos auf dem trockenen Boden. Die übrigen Löwinnen nähern sich und beginnen, die ersten Fleischstücke herauszureißen. Kein Gebrüll, keine Hast. Alles geschieht wie ein uraltes Ritual, das seit Millionen von Jahren Teil der Evolution ist. In der Ferne ist die Zebraherde stehen geblieben, nur wenige 100 Meter entfernt. Sie kehren nicht zurück, aber sie fliehen auch nicht. In ihren Blicken liegt ein stilles Akzeptieren. Dies ist keine Tragödie, sondern ein untrennbarer Teil des Gesetzes des Lebens. Die Jagd der Löwen dient nicht nur dem Überleben ihrer selbst und ihres Rudels, sondern spielt auch eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Beutepopulation. Sie entfernt schwache und kranke Tiere und sorgt so für das ökologische Gleichgewicht. Das ist die Rolle des Jägers, nicht als Sünder, sondern als Hüter der natürlichen Ordnung. Als die Sonne höher steigt, beginnt der heiße Wind über die Graslandschaft zu fegen. Die Löwen ruhen sich neben der Beute aus, atmen langsam. Über ihnen kreisen bereits die Geier. Der Tod ist gerade erst eingetreten. Doch das Leben geht weiter. In der Wildnis gibt es kein Gut und Böse. Es gibt nur Instinkt und ein vollkommenes Gleichgewicht zwischen Jäger und Gejagtem. Wenn die Sonne am Mittag hoch über der afrikanischen Savanne steht, brennt ihr Licht auf die Erde nieder, lässt das Gras verdorren und die Luft wie einen flimmernden Schleier erzittern. Die Raubtiere haben sich in den Schatten der Büsche zurückgezogen, atmen schwer nach einer Morgen voller Hetzjagden und Kämpfe.
Eine vorübergehende Stille legt sich über die Landschaft. Doch das Leben hält nicht inne, denn der Tod ist allgegenwärtig. Ein Antilopenkörper, der am frühen Morgen zu Fall gebracht wurde, liegt nun reglos inmitten des trockenen Grases. Das Blut ist längst erkaltet, Fliegen bedecken den Körper, der letzte Atemzug ist schon lange verflogen. Für Löwen oder Hyänen gibt es hier nichts mehr zu holen. Doch hoch oben am Himmel nähern sich lautlos andere Geschöpfe. Die natürliche Ordnung setzt ihren unaufhaltsamen Lauf fort. Die Geier. Sie kommen nicht wie Raubtiere. Kein Brüllen, kein Anspringen, kein Blutvergießen. Doch ihre Anwesenheit trägt etwas noch Tieferes in sich, die Fähigkeit, den Kreislauf von Leben und Tod zu vollenden. Sie sind Wesen, die vom Tod leben und dennoch das Überleben des gesamten Ökosystems sichern. Die Geier mit ihren kahlen Köpfen, tief eingesunkenen Augen und heiserem Krächzen tragen seit langem ein negatives Image in der menschlichen Kultur. In vielen Legenden und Glaubensvorstellungen gelten sie als Todesboten, Seelen der Verstorbenen oder gar als Verkörperung des Verfalls. Doch hinter ihrem schroffen Äußeren verbirgt sich eine wunderbare biologische Struktur, die durch die Evolution geformt wurde, um eine Aufgabe zu erfüllen, die nur wenige Lebewesen übernehmen können, den Tod aufzuräumen. Die afrikanischen Geierarten wie der Weißrückengeier, der Ohrengeier und der Halsbandgeier arbeiten wie ein spezialisiertes Team, das Kadaver mit erstaunlicher Präzision und Geschwindigkeit verarbeitet. Sie fliegen in Höhen von mehreren tausend Metern und nutzen ihre scharfen Augen, um Tierkadaver aus mehreren Kilometern Entfernung zu entdecken. Sobald ein Geier einen Kadaver erspäht, versammeln sich schnell weitere, sodass sich ein merkwürdiges Bild ergibt. Dutzende schwarze Silhouetten kreisen langsam wie ein Strudel über dem Tod. Wenn die Geier landen, stürzen sie sich nicht sofort auf die Beute. Jede Art hat ihre eigene Rolle in diesem biologischen Festmahl. Der Ohrengeier, der größte unter ihnen mit seinem kräftigen Schnabel, eröffnet das Fest, indem er die dicke Haut der Beute aufreißt und den ersten Zugang schafft. Die Weißrückengeier dringen ein und holen die Eingeweide heraus. Die Halsbandgeier übernehmen schließlich die verbleibenden Reste wie Knorpel, Sehnen und Darminhalt. Innerhalb von nur 1 bis 2 Stunden wird der gesamte Kadaver, der mehrere 100 Kilogramm wiegen kann, vollständig verarbeitet. Kein Blut, kein Fleisch, keine Krankheitskeime. Diese gründliche Sauberkeit ist kein Zufall, sie ist das Ergebnis von Millionen Jahren Evolution. Im Inneren der Geier verbirgt sich ein außergewöhnliches Verdauungssystem.
Ihr Magen weist einen extrem niedrigen Säuregehalt auf, mit einem pH-Wert von nur 1 bis 1,2, was es ihnen ermöglicht, die meisten gefährlichen Bakterien und Viren abzutöten, darunter Cholera, Milzbrand, Staphylokokken und Pestbakterien. Während ein verwesender Kadaver für Menschen und andere Tiere eine ernsthafte Infektionsquelle darstellen kann, ist er für die Geier einfach nur ein Mittagessen. Indem sie hochinfektiöse Kadaver verdauen, tragen Geier entscheidend dazu bei, die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern und die Gesundheit sowohl der wilden Tierpopulationen als auch der Menschen in den umliegenden Gebieten zu schützen. Ohne sie würden Kadaver nur langsam verwesen, Fliegen und Ratten anziehen und Krankheitserreger ins Wasser verbreiten. Später Mittag auf der Serengeti-Savanne. Das Sonnenlicht fällt schräg herab und zieht leuchtend goldene Streifen über den trockenen Boden, lässt den herben Geruch von Erde, Gras und Blut aufsteigen. Mitten in der weiten, baumlosen Landschaft liegt ein großer, verlassener Kadaver. Ein Kaffernbüffel, der am frühen Morgen nach einer heftigen Jagd durch ein Rudel Löwinnen erlegt wurde. Die Jäger sind längst verschwunden und haben die unvollständig verzehrte Beute zurückgelassen. Freiliegende Rippen, blutgetränktes Fell, das sich unter der sengenden Sonne spannt. Doch die Natur duldet kein unvollendetes Werk. Aus großer Höhe beginnen dunkle Silhouetten zu kreisen, lautlos. Geduldig, präzise. Es sind die Geier Aasfresser mit bizarrer Erscheinung, die jedoch eine lebenswichtige Rolle in der Nahrungskette spielen. Geier vergießen kein Blut, sie jagen nicht. Aber ihre Augen können den Tod aus über 5 Kilometern Entfernung erspähen. Und wenn sie kommen, dann wie eine perfekt programmierte biologische Maschine. Sie landen am Kadaver in einer unausgesprochenen Ordnung. Die größeren Ohrengeier mit ihren kräftigen Schnäbeln beginnen, die dicke Haut aufzureißen wie eine Trommelhaut. Weißrückengeier und Halsbandgeier dringen ins Innere ein, ziehen Därme, Leber, Lungen heraus, Überreste, die die Löwen zurückgelassen haben. Sie lärmen nicht, sie streiten nicht. Jeder Vogel übernimmt seine eigene Aufgabe, als würde er an einem heiligen Zeremoniell des Verfalls teilnehmen. Mit jeder vergehenden Sekunde zerfällt der mächtige Körper des Kaffernbüffels, schnell und restlos. Doch in der Natur, ebenso wie in der Macht, wird nichts gleichmäßig verteilt.
In der Ferne, wie am Schatten eines verdorrten Akazienstrauchs, erhebt sich langsam ein männlicher Löwe. Seine Mähne ist vom Wind zerzaust. Sein kalter, scharfer Blick gleitet über die weite Ebene. Er ist nicht mehr hungrig. Doch der fremde Geruch in der Luft weckt etwas in ihm, das tiefer reicht als bloßer Instinkt. Es ist das Gefühl einer Verletzung. Eine unerlaubte Präsenz. Ein Teil seiner Beute wird von anderen weiterverzehrt. Der Löwe setzt sich in Bewegung. Nicht laufend, nicht brüllend. Er braucht kein Signal zu geben. Seine bloße Anwesenheit reicht aus, um jedem anderen Lebewesen klarzumachen: Der König ist zurückgekehrt. Die Geier bemerken ihn schon aus der Ferne. Ihre Hälse recken sich, ihre Blicke werden gespannt. Einige schlagen hastig mit den Flügeln, steigen auf und ziehen sich in kreisenden Bewegungen zurück. Andere weichen vorsichtig zurück. Einige wenige, gierig nach dem Rest des Festmahls, zögerten noch. Aber alle wussten, dies war nicht mehr ihre Stunde. Der Löwe stürzt vor, nicht um zu jagen, sondern um sich zu behaupten. Ein überraschender Sprung schlägt auf den Boden, Grastaub wirbelt auf und ein Geier entkommt nur knapp dem Start. In der Ferne haben sich die Geier auf trockenen Ästen niedergelassen oder kreisen hoch oben am Himmel. Sie sind nicht wütend, sie leisten keinen Widerstand. Sie warten nur. Wenn der Löwe geht, und er wird gehen, werden sie zurückkehren, um ihre Arbeit fortzusetzen. Das restliche Fleisch, die Sehnen und die Haut zu beseitigen, den Boden zusäubern. Der Natur die vollkommene Leere zurückzugeben. Das ist eine Abfolge, die nicht ausgesprochen werden muss. Eine Ordnung, die vor Millionen von Jahren festgelegt wurde. Jede Art hat ihre Rolle. Und selbst wenn sie unterbrochen, vertrieben oder ihrer Beute beraubt werden, kehren die Geier zurück. Denn die Natur braucht jemanden, der den Anfang macht, aber auch ein Wesen, das das Ende bringt. Und die Geier, sie sind immer die letzten Vollender. Wir feiern oft die Raubtiere, Löwen, Leoparden, Adler, wegen ihrer Stärke, ihrer Schnelligkeit, ihrer Erhabenheit. Doch die Natur funktioniert nicht nur durch Sprünge und Angriffe. Die Natur kann nur bestehen, weil es Wesen gibt, die das Beendete auf die richtige Weise zu Ende bringen. Und in dieser Rolle sind die Geier unersetzlich. Sie sind die Hüter der ökologischen Ordnung, die Ärzte der Biologie ohne weißen Kittel, die Torwächter des letzten Gleichgewichts zwischen Tod und Wiedergeburt. Geier sind nicht schön, nicht stark. Sie singen nicht.
Aber die Natur bewertet nicht nach dem Aussehen, sondern nach der Aufgabe. Und die Aufgabe der Geier, aufzuräumen, zu desinfizieren, zu schützen, gehört zu den lebenswichtigsten Funktionen der Nahrungskette. Wenn ein Geier seine Flügel unter der brennenden Sonne ausbreitet, sucht er nicht einfach nur nach Nahrung. Er bewahrt die Natur davor zu verfallen. Er wird nicht gefeiert. Niemand errichtet ihm ein Denkmal. Doch jedes Aas, das er säubert, löscht ein Stück Krankheit aus. Es ist ein neuer Anfang für das Wachsen des Grases, für sauberes Wasser, für das Fortbestehen des Lebens.